Herzlich willkommen alle Plattformliebhaber, Handläufer und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um das Spiel Stilt von Wrecked Games. Die haben schon mal einen Plattformer rausgebracht, allerdings für Flat, und zwar Fight World. Stilt ist eine Mischung aus Jump'n'Run in 3D, also ein Plattformer mit Gorilla-Tech-artiger Fortbewegung. Worum geht es? Wir spielen einen intergalaktischen Postboten, der sein gekapertes Raumschiff inklusive Fracht von Paketen und Briefmarken zurückerobern muss. Erschienen ist das Spiel für Steam, Meta, der PSVR 2 und wir testen heute die Steam-Version. Sage wir, weil die liebreizende Sunny von Sunshine Gaming mir unter die Arme greift. Oder besser gesagt, unter die Stelzen. Bei mir seht ihr nämlich nur den Ersteindruck und das restliche Gameplay dürft ihr euch dann bei ihr anschauen. Link findet ihr in der Beschreibung und im Video. Aber nun hüpfen wir unter die Brille, also bis gleich. Ja, dann gehen wir mal direkt in Play rein. Gucken, was uns erwartet. Ja? Ich glaube, das Fenster liegt nicht im Vordergrund. Jetzt liegt es im Vordergrund und schon funktioniert. So, eine schlichte Umgebung. Stimmig aber. Was so? Ein Raumschiff. Und wir sind in einem Raumschiff. Okay. Ich hüpfe unkontrolliert durch die Gegend. Okay. Wir hören ein Alarmsignal. Ich habe seltsame Hände. Fanny, hast du da schon irgendwelche Infos zu? Nee, ich habe nur einen Trailer gesehen, da sah das ein bisschen aus wie Gorilla Tech. Nur halt mit Roboterärmchen. Und man bewegt sich wohl da ähnlich damit fort. Okay. Oh, momentan total unkontrolliert. Ich werde hier durch die Gegend geschossen. Okay. Das Raumschiff scheint ein Raumschiff zu sein. Oh. Und da sehen wir jetzt ein Riesenauge. Da guckt jemand rein. Du hast sicher das Paket vergessen. Wahrscheinlich. Nee, hier, die muss noch unterschreiben. Jetzt ist er schon weg. Okay. Ah, da bin ich. Ein bisschen was von einem Frosch. Aber es ist mehr Katze? Ja, es ist mehr Katze. Wir wissen nicht genau, was es ist, oder? Aber guck mal, ich habe auch erst die Mütze gesehen. Ja, Postbotenmütze. Was habe ich da am Rücken? Kann ich das sehen? Kann ich nicht sehen. Okay, also was haben wir hier? Turn around by physical rotation your body or by using right stick. Also klar, wenn ich mich normal selbstständig im Raum drehe, kann ich mich drehen. Logisch, wäre auch seltsam, wenn nicht. Und ich kann das dann mit dem Stick machen. Das habe ich aber ein bisschen schneller eingestellt. Vielleicht nicht so schnell, weil dann kotzen alle. So, also das Springen funktioniert irgendwie noch ein bisschen unkontrolliert. Your arms will be your legs. Okay, also meine Arme sind meine Beine. Lower your arms in Move Format. Das kriegen wir ja hin. Da können wir so ein bisschen hüpfen. Okay, jump by quickly hitting, flicking your wrist toward to the ground. Also schlagen? Ja, also tatsächlich wie Gorilla Tech ähnlich ist die Fortbewegung. So, und wenn wir das jetzt kapiert haben, dann sollen wir diesen Weg gehen. Ja. Wenn das jetzt schon das Tutorial war, dann ein super kurzes. Gibt auch nicht viel zu erklären, glaube ich. Also hier gibt es jetzt hier, noch was. Briefmarken. Sammeln wahrscheinlich? Collect the stamps, they will be helpful on your journey. Okay, also die Briefmarken sollen wir jetzt sammeln, die sollen uns hilfreich sein auf unserer Reise. Bitte. Das mal erstmal ganz gemütlich. Was hältst du von meiner super Fortbewegungsart? Ja, sieht ein bisschen nach Schnecke aus. Was ist das? Eine Kiste. Kann man die so wie Super Mario? Oh, tatsächlich. Es sieht halt... Look up to the sky to see your Vita. Ah. Also ich habe 3 Herzen und 9 Briefmarken gesammelt. Ja, die 3 Herzen hast du wahrscheinlich von Anfang an. Kannst du jetzt nur verlieren.
Und dabei ist Sunny doch mein Herz. Mhm. Okay, also wenn ich Kisten zerschlage, das scheint irgendwie nichts zu bringen, oder? Ja, vielleicht ist in der einen oder anderen was drin. Also da ist, glaube ich, irgendwas passiert. Sieht aber nicht was. Contain a surprise. Ah. Ganz viele Briefmarken. Ja, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Also Briefmarken sind die neuen Münzen hier. Sind die noch in Oh, Münzen? Also schwimmen kann ich nicht. ja. Keine Ahnung, ob ich mich hier einigermaßen okay anstelle für die Fortbewegung. Gute Frage. Oder ob es da einen Trick gibt. Ich muss dazugeben, ich habe tatsächlich Gorilla Tag nie gespielt. Ja, drinnen war ich schon mal. Muss man ja alles mal gesehen haben. Aber war dann schnell wieder draußen. Hier haben wir so eine Superkiste. Oh. Verdammt. Die hätte mich jetzt wahrscheinlich höher gebracht, oder? Wow. Also ist schon ein bisschen unkontrolliert, was ich hier mache. Kill enemies by jumping on them. Oh, guck mal, Muss draufspringen, oder ich wie? muss die töten. Ja, schon. Ja, aber die sehen doch süß aus. Ja, die werden dich aber töten, wenn du sie nicht tötest. Platzen. Wie kleiner Eiterbollen. Okay, also das habe ich jetzt irgendein Herz verloren oder sowas? Nö. Aber da liegt ein Herz. Aber, also Container hast du 3 für Herzen. Okay. Hinten ist noch eine versteckte Briefmarke. Wow. Aber wir sind irgendwie immer noch beim Tutorial, glaube ich. Hm? Okay. Fortschritt. So ein Speicherpunkt. Aber sie sind ein bisschen so wie... Oh. Erinnert dich das nicht an Mario irgendwie? Ja, das ist so. Hat so Also was. Mischung aus Mario, Gorilla Tag, Roboter irgendwas. Oh, das habe ich fast vermutet. Magst du alles kaputt? Ich mache alles kaputt. Ja, guck mal, die repariert sich selbstständig reparierende Brücke. Das finde ich immer geil. Das hätte ich... Könnte Deutschland auch gebrauchen, selbstständig reparierende Brücke. Oh, da ist irgendwas. Ja. Power up. Power up. Reload by bouncing on the ground. Use trigger. Left or right to power up. You can swap power ups between your hands. Okay. Jetzt andere Farbe. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite, sieht das nicht ein bisschen anders aus? Ah, du kannst schießen. Ah. Und nachladen, wenn ich springe. So, hier haben wir jetzt einen Aufzug. Upp. Oh, ich schlag mich doch gar nicht so schlecht, oder? Das ist ein Jump'n'Run offenbar. Ja, geht. Ja, definitiv ein Jump'n'Run in VR, ne? In 3D sozusagen. Also ich finde es bisher ganz cool. Wie gesagt, die Optik ist stimmig. Geschenk. Ja, es... Zum Zuschauen ist es halt, das ist ja... das hoppelt halt ziemlich. Normal ruhig gehen ist da nicht, ne? Du kannst nur quasi so... Gut, ich kann so machen. Ja gut, dann sieht man den Boden schön. So, alle Level sind finish, wenn ich hier auf den Button springe. Und dann geht da die Tür auf. Okay, also so schließt man ein Level ab. Ja. Das war jetzt Tutorial, ne? Das war jetzt das Tutorial, würde ich sagen. Außer da kommt jetzt nochmal irgendwas total Gravierendes, aber... Reach
Also eine neue Welt. Geht weiter. Auch mal ein bisschen Turbo hier machen. Ne? Ah, okay. Also das war jetzt die erste. Ne, also hier sind jetzt die einzelnen Level. Ah, okay, alles klar. Man sieht überall die Häuschen. Und da oben ist dann mein Endboss, der mein Raumschiff in der Hand hat. Wie man sieht. Der Schuft. Kriege dich. Aber irgendwie mit dem Tracking, ich habe abends immer so unkontrolliertes Springen. Das heißt, ich mache selber gar nichts und der schießt einfach in die Höhe. Aber Gibt es irgendwo so eine Übersicht, wie viele Welten? Wie viele Welten es gibt? Also ich kann die A-Taste zum Beispiel drücken, dann sehe ich das. World. Ansonsten nichts. Ich habe auch irgendwie, finde ich, keine Möglichkeit, ins Menü zu kommen. Ah, doch. Also, wenn man den Thumb eindrückt, kommt man ins Menü. Da kommt man dann auch wieder in die Settings. Und das nutzen wir gerade mal, weil den stelle ich mal gerade ein bisschen runter. Yes. Und dann Resume. Dann kann man noch Stats gucken und wieder zum Main-Menü rüber. Ah, also Thumb eindrücken. Ja, das wäre zum Beispiel ein Teil vom Tutorial gewesen. Fände ich nicht schlecht. Also die Ladezeiten sind super schnell. Hui. Also am Anfang landet man immer so langsam. Hier haben wir unsere Postpakete, wo wir besondere Sachen drin haben. Power-Ups. Power-Ups in diesem Fall, ja. Was kannst du jetzt mit dem rechten machen? Hörst du das? Nee. Der vibriert so. Ja, aber was kann man damit machen? Ich habe keine Ahnung. Nur auf die Wolke hier? Wow. Und Game Over. Okay, das ging jetzt schnell. Restart. So, am Anfang fällt man dann so ganz leicht runter. Also ich würde mal sagen, wer... achso, die Power-Ups kriegt man an den Arm, mit dem man sie berührt. Ja? Zeit anhalten. Siehst du? Nee, Ich die dachte springen gerade- weiter. Ja. Also du hast gemerkt, was ich dachte, was passiert. Ja. Da ist so ein Herz. Ich habe doch 3 Herzen. Also wenn man ins Wasser stürzt, dann nützen einem auch die Herzen nichts. Man ist direkt tot. Naja, schon. Macht doch Sinn. Was? Nein. Nur unsterblich. So, hier haben wir nochmal so ein Paket. Was macht der jetzt? Siehst du irgendwo, was der macht? Der sieht... Magnet. Magnet. Okay. Was? Magnet. Ah! Ein Staubsauger? Das ist wie ein Staubsauger. Ich kann einfach die Marken hier. Haha, das ist doch cool. Da haben wir ein Geschenk gefunden. Ja, 20 musst du, glaube ich, finden, oder? Dann nehmen wir was von 20. Ja, ich glaube auch. 20. Haben wir hier jetzt? Da waren ganz viele Briefmarken drin. Kommen wir schon hoch hier. Aber es ist wieder ein Spiel, was Bewegung bringt. Ich mag das immer, wenn man so ein bisschen mit Körpereinsatz spielt. Aber das jetzt. Ja, spannend, ob es so Endbosse dann gibt. Ah, das ist ein guter Hinweis. Das stimmt. Also wir haben ja gesehen, dass wir so einen riesen Endgegner haben, der unser Raumschiff hält. Aber ob es dann für die einzelnen Level... Wie das von... Achso. Okay. Das waren meine Endgegner, glaube ich. Tatsächlich. War noch überschaubar. Weil hier sehen wir ja die... ja, das ist überschaubar war. Also 5 Stück habe ich gekillt. Kann ich jetzt hier rein. Oh. Okay. Das waren also praktisch die Wachen vom Schloss.
Ah, ein Geschenk. Ah, ein Geschenk. Was auch immer das war. Also manchmal macht er so ganz große Sprünge ganz von alleine. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt wie ein Labyrinth hier. Wo müssen wir hin? Da ist was rot am Boden. Haben wir das gesehen? Hm. Das war ein Teppich, oder? So. Das ist ein Teppich? Oder Fliesen, Teppich. je nachdem. Okay. Aber nee, Fliesen auch nicht. Vielleicht ist es ein großer Blutflecke. Genau, in dieser doch so hübsch anmutenden Gegend. Immer nicht aufgewischt. Wah, wah, wah. Ich höre hier, hörst du auch, dass die so ja, so glitzern, so wie als ob Glitter fliegt. Soundeffekt. Ah, hier ist der Ausgang. Okay. Und da ist der Endbutton, das Ziel. Wir sind am Ziel. Ja, am Ziel. Von Uhu. der ersten Welt jetzt, oder? Genau. Also dann kommen nochmal so Luftballons, die kann man dann alle, wenn man dann da richtig drauf springt, was ich jetzt total versagt habe, dann kriegt man nochmal Zusatz. Briefmarken. Ah, okay, also desto mehr Briefmarken hat, dafür kriegt man dann auch nochmal Geschenke oder was? Okay. Ja. Weiter. Interessant. Und dann landen wir wieder hier. Ah, okay. Ich sehe, ich hätte hier mehr Geschenke rausholen können. Da steht meine Zeit, da steht, wie viele Briefmarken ich hatte. Geschenke stehen jetzt da rechts daneben. Ja, genau. Das finde ich ganz gut. Kannst du die öffnen oder sind die einfach... Die sind, glaube ich, einfach nur da. Ich probiere es mal. Ja, sind einfach nur da. So, da hinten steht dann die 2. Da gehen wir jetzt noch rein und dann sollte das, glaube ich, das vom Ersteindruck auch gewesen sein, oder? Mal reinfinden, dann... Ja. Aber ich denke, also das Spielprinzip dürfte klar sein und der erste Eindruck ist gar nicht mal so schlecht. Also das wird dem einen oder anderen definitiv Spaß machen. Ah, okay, das langsame Fallen ist am Anfang, dass man so ein bisschen den Überblick über die Welt kriegt, ne? Das ist aber aggressiv. Holt einen einfach weg. Die Briefmarken, hast du gesehen? Also Schiff drauf, Monster, ein Krakenmonster. Sehen also auch alle optisch anders aus. Ich glaube, da hat jemand mitgemacht beim Entwicklerteam der Briefmarken. Ja, wahrscheinlich. Also es wird einem auch tatsächlich warm dabei. Uah. Okay, also wir lernen noch einmal, Wasser ist doof. Ja, nicht Schwimmer. Ja, also ich kann nicht schwimmen. Gut, mit den Armen wäre das jetzt auch ein Wunder. Bräuchtest du Flügelchen? Ein Flügelchen. Ja, genau. Lang genug wären sie. Platz für es. Könntest 3 raufgeben. Und das erste Überraschungspaket. Drin ein Ventilator. Das Wind machen? Ah, ich kann jetzt weiter fliegen. So. Kannst du auch irgendwas mixen. Oder Kleinhäckseln. Kleinhäckseln, genau. Ein Smoothie.
Also damit kann ich meinen Sprung praktisch verlängern. Merkt's? Ja, ich bin jetzt nicht so der Profi in solchen Spielen. Das muss ich zugeben. Geht's hier auch irgendwo raus? Ja. Aha. Also die einzelnen Level sind jetzt auch gar nicht so klein. Also bei dem ersten habe ich noch gedacht, das ist total überschaubar. Winke, winke. Du kannst das ein bisschen rauszögern. Oh, dann beginne ich wieder von vorne? Gut, ich ignoriere jetzt Du hast ja keinen Speicherpunkt gehabt, ne? Das stimmt. Also ich ignoriere jetzt ein paar Briefmarken. Sind da rechts drüben? Brauchst du einen Schlüssel oder wie kommst du da rein? Das sieht aus nach einem Schlüssel. Ich glaube, da ganz oben ist der also der Button, den man drücken muss, um das Spiel abzuschließen. Nicht zerquetschen. Ja, komm, ja. So, jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Warum springe ich dann? Oder nur zu warten? Ja, du rutscht irgendwie, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Oh. Wir haben gerade mal einen Guardian zum Vorschein. Falscher Punkt. So, okay. Jetzt können wir hier wieder mutig hervorgehen. Hat nicht das jetzt ein Herz? Nö. Quatsch. Also die explodieren schon lustig. Uah. Da hinten ist das Feuer. Ah, da. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Du? Was denn? Hier die... Zum Rauf? Ja. Wäre bis unmöglich. So, jetzt bin ich ja praktisch am Ende angekommen. Jetzt müsste ich doch hier den Schlüssel kriegen. Nee. Nein. Vielleicht musst du den einen da noch killen? Irgendwie sowas. Mach den mal putt. Da ist ein Geschenk aufgetaucht. Also doch alle... Also wenn man alle Gegner tötet, dann taucht ein Geschenk auf, okay. So, hat mir aber immer noch nicht den War da nichts drinnen? Schlüssel gebracht. In dem hier jetzt gerade? Ja. Das ist das drin gewesen. Ah. Ja, aber da ist doch eine Burg da hinten. Ja, durch die bin ich eben durch. Und da oben, da ist doch irgendwas. Auf der Burg. Ja, da sind Briefmarken. Ja, und sowas Grünes. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. So, hier bin ich ja eben durchgegangen. Ah, hast du gesehen? Naja, Komm sag ich rein. doch. So. Hui. Oh. Oh je. Was? Lava tut nicht weh, nein? Anscheinend nicht. Wobei du hast ja auch Metallfüße.
Weil das, Ja, aber dann geht doch irgendwie der Sinn verloren, oder? Von Lava am Boden. ja. Tut dir das weh? Also hast du jetzt noch 3 Herzen? Ja. Hm. Hm. Ne, aber doch Was? irgendwie. Ah? Ah, wenn mein Körper aufkommt vielleicht, wenn die Füße aufkommen nicht. Das macht Sinn, irgendwie. Hattest du nicht einen Speicherpunkt? Ja, dachte ich. Hast du den auch berührt? Auch das? Sicher? Ziemlich. Wer hat aufgepasst? Stimmt das? Ja, oder kannst du jetzt gleich, ne? Mhm. Oder ist, wenn man stirbt, ist dann alles weg? Also die Briefmarken, Mhm. weil die sind ja wieder da, aber Genau, und der Speicherpunkt ist auch nicht mehr. Also da also war alles Reset quasi. Genau. So. Das lassen wir jetzt mal. Weil wir wollen ja einfach nur das Level mal abschließen. Jetzt bin ich auf der Burg. Ah da, das Grüne hat man gesehen vorhin von unten, das sind offenbar nur Pflanzen. Komm ich schon mal hoch? Ah, so. Da ist eine Kanone. Da hinten ist noch eine Kanone. Okay, ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas mit der Kanone machen kann. Vielleicht kannst du dich irgendwo hinschießen. Nein, nicht so. Anders gemeint. Hätte ich jetzt vielleicht auch einfach nur auf... Ich habe ja jetzt Restart gedrückt. Ich glaube, ich mache es die ganze Zeit falsch. Achso, gibt's da Continue oder was? Ja. Mann. Lesen kann. Ja. Aber das ist halt die... Ja, aber dann kill dich jetzt nochmal und dann gucken. Was? Ob das klappt? Ja, spring mal runter irgendwo. Weil jetzt hast du ja die ersten Briefmarken quasi gesammelt, ob die dann wegbleiben. Ja. Wasser. Ah, dafür hätte ich 10 Briefmarken gebraucht. Hier ab Continent, also wenn du deine Sachen behalten willst, dann brauchst du 15 Briefmarken. Ah, so. Ah. Okay, aber ich denke, so für den Ersteindruck sollte das doch reichen, oder? Also wir gehen mal in die Hauptwelt zurück, wo ich das dann nochmal wählen kann. Also man muss die einzelnen Tierchen töten, man muss alle Briefmarken, oh, der springt manchmal hier ganz schön von alleine rum, sammeln. Dann sich hier in der Overworld nach oben arbeiten, also eins nach dem anderen, bis man dann irgendwann beim Endboss angelangt ist. Ganz da oben. Der immer noch mit meinem Raumschiff rumspielt. Können wir hier nochmal gerade so ein bisschen die Umgebung checken. Da ist dann Level 4. Hier haben wir jetzt einen Briefkasten. Und hier komme ich nicht weiter. Erst wenn ich 8 Geschenke gesammelt hätte, käme ich dann zu den nächsten Levelpunkten. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt keine Geschenke hier finden würde, oder beziehungsweise nicht genügend, müsste ich so oft die einzelnen kleinen Welten abschließen, bis ich ja, genügend Geschenke zusammen habe. Ja, also wie gesagt, ich denke, das sollte so für den Ersteindruck einfach mal genügen. Und alles Weitere wird dann im Fazit. Sunny, hast du noch ein paar Worte für uns? Ja, also bewegungsmäßig erinnert es an Gorilla Tech, hat aber tatsächlich nichts damit zu tun. Erinnert mich mehr an Super Mario Spiele. Scheint auch recht... Was denn jetzt? Scheint auch recht groß zu sein. Also Spielzeit wäre interessant, aber bist du jetzt irgendwie... Ah ja. Ich bin im Multiplayer gelandet. Ah, du bist im Multiplayer. Ja, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Ich habe ja auch vor, das dann ein Gameplay noch zu zeigen. Und da können wir dann den Multiplayer noch mit reinnehmen oder so. Genau. Würde ich vorschlagen. Also für den Ersteindruck, wie gesagt, sollte das genügen. Und es geht dann nämlich weiter mit dem Gameplay zum Spiel. Bei unserer lieben Sunny. Bei Sunshine Gaming alias Sunny zockt. Also, wir sehen uns dort wieder. Alles klar? Ich komme noch ins Fazit und das war's. Ich bin raus. Ciao, ciao. Hallo zum Fazit. Also, Stilt hat mich überrascht.
Meine Erwartungshaltung war nicht sonderlich hoch, aber das Spiel konnte überzeugen. Die Grafik ist schlicht, aber stimmig und passend zum Spiel. Alles etwas quietschbunt mit viel Rundungen. Für die Story braucht es keine Worte und man weiß schnell, warum man da ist, wo man ist, was zu tun ist und warum man es tut. Kurz nochmal zusammengefasst, wir sind ein Postbote aus dem All und unser Raumschiff wurde von einem riesigen Tintenfisch geschnappt. Jetzt müssen wir unsere Briefmarken und Pakete wieder einsammeln und das Raumschiff aus den Tentakeln des Tintenfischs befreien. Einfach, oder? Die Spielmechanik funktioniert gut bis sehr gut. Diverse Male hatte ich einen ungewollten Jump, da vermute ich aber, dass die Quest 3 kurz das Tracking verloren hatte, wofür das Spiel natürlich nichts kann. Es gibt diverse Power-Ups, welche uns zusätzlich Fähigkeiten verleihen, was nochmal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Zurzeit kostet das Spiel auf Steam 19,50 € und für die PSVR 2 und auf Meta jeweils für 19,99 €. Denkt dran, die Preise können sich jederzeit ändern. Die Fortsetzung und das Gameplay könnt ihr bei Sunny auf Sunshine Gaming alias @sunnyzockt verfolgen. Sie setzt da an, wo ich eben aufgehört habe. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jeden Kommentar und natürlich über jedes Abo. Also macht's gut. Ciao, ciao. The track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said.